Chuck, von deutschen Politikern werden gegenüber Israel immer wieder zwei Forderungen erhoben. Let's look at two basic positions of German politicians towards Israel. It is often said that Israel should actively work towards a two-state solution with the Palestinians, as there is no other way to peace in the region. Der erste Punkt, der immer wieder betont wird: Israel sollte sich aktiv um eine Zwei-Staaten-Lösung mit den Palästinensern bemühen, denn es gäbe keine Alternative für Frieden in der Region. The second position is Israel should stop all settlement activities because this would be a hindrance for reaching a peace solution. Die zweite Frage oder Aussage, die gemacht wird von deutschen Politikern: Israel sollte die Siedlungsaktivitäten einstellen, diese seien ein Hindernis für den Frieden. What can you say to these statements in the light that Germany so often repeats, it is a very good friend of Israel? Was kannst du zu diesen Positionen der Regierung sagen, angesichts der häufig wiederholten Behauptung, ja, Deutschland ist ein guter Freund Israels? Well, there's two ways of addressing these issues. One is the current political situation. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie man diese Dinge angehen kann. Das eine Mal von der Betrachtung der gegenwärtigen politischen Situation her. And the second is the biblical reality. Und die zweite ist die biblische Realität. So, let's look at the political situation. Lass uns erstmal die politische Situation ansehen. Since 1993, Israel has been actively seeking for a two-state solution. Seit 1993 bemüht sich Israel aktiv, eine politische Lösung herbeizuführen. That's when we signed the Oslo Peace Accords. Denn in diesem Jahr wurde das Oslo-Friedensabkommen abgeschlossen. It's interesting that I never hear Germany pushing the Palestinians to seek peace. Es ist interessant, ich höre nie, dass die deutschen Politiker die Palästinenser unter Druck setzen, sie sollten dem Friedensprozess nachgehen. But not just Germany, but every nation in the West has said to Israel, you've got to compromise, compromise, compromise. And the Palestinians, they're not requiring anything of them. Und es ist nicht nur Deutschland, sondern alle Regierungen im Westen sind immer wieder auf Israel zugegangen und haben gesagt, macht einen Kompromiss, macht einen weiteren Kompromiss, macht noch einen Kompromiss. Und die Palästinenser lässt man da außen vor. If people in Europe wonder why many Israelis are so excited about Donald Trump as the US president, it's because he's changed this whole scenario. Und wenn Menschen in Europa sich wundern, warum die Israelis so begeistert sind über Donald Trump, liegt es einfach daran, er hat mit seinen Aussagen das Szenario verändert. His UN ambassador, Nikki Haley, has told the UN to stop picking on Israel. Und der Botschafter, den Donald Trump in der UN eingesetzt hat, die Nikki Haley, sie hat sehr deutlich gesagt, die UN soll aufhören, ständig Israel unter Druck zu setzen. And his peace negotiator, Jason Greenblatt, is just in Israel today. Und er hat Jason Greenblatt als Friedensvermittler nach Israel geschickt. Er ist heute dort. I think that's his name. Ich denke, er heißt Greenblatt. Okay. And when he met with Abbas, he said, if you want peace, you need to stop the incitement. Und als er mit Abbas gesprochen hat, hat er ihm sehr klar gesagt, wenn Sie Frieden wollen, dann müssen Sie aufhören, gegen Israel zu hetzen. At this point, although Israel has actively sought for and offered peace to the Palestinians, including a Palestinian state on almost everything that they're asking, und bisher hat Israel immer wieder den Palästinensern angeboten, ihr könnt einen Staat haben. Sie haben ihnen fast alles versprochen oder zugesagt, was sie haben wollten. both Yasser Arafat and Mahmoud Abbas have said, no, 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 nein, 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 nein. Aber die Reaktion von sowohl Arafat als auch Abbas war jedes Mal ein wiederholtes Nein, Nein und Nein. And then when terrorists blow up Jewish women and children, they honor them by naming schools after them or streets or parties or... Und wenn Terroristen Juden umbringen, Kinder ermorden,
dann werden sie von der palästinensischen Regierung geehrt, indem man ihnen Denkmäler setzt, Straßen nach ihnen benennt, ein Straßenfest macht. We have no peace partner in the Palestinian leadership today. Und die Konsequenz daraus ist sehr klar die Erkenntnis, bei der palästinensischen Führung gibt es keinen realen Friedenspartner für Israel. So who are we supposed to actively seek peace with? Und deswegen ist die Frage für uns, mit wem sollen wir eigentlich aktiv nach Frieden trachten? It's easy for German politicians to tell us that, but their children don't live in Israel. Es ist für deutsche Politiker leicht, wenn sie das von Israel fordern, aber ihre Kinder leben nicht in Israel. Second, settlements. Der zweite Komplex, die Siedlungsaktivitäten. Do you realize that in the quote-unquote occupied territories, the settlements take up only 2% of the land? Ist euch bewusst, dass in den sogenannten besetzten Gebieten nur 2% des Landes von Siedlungen in Anspruch genommen werden? And that is going to stop peace? Und dadurch soll der Friedensprozess beeinträchtigt oder behindert oder unmöglich gemacht werden? Do you realize that the world wants a contiguous Palestinian state? Ist euch bewusst, dass die Welt einen palästinensischen Staat fordert, in dem alle Gebiete miteinander verbunden sind? Which means that Israel will be divided. Und das würde bedeuten, Israel hat kein zusammenhängendes Staatsgebiet mehr. And why is it that German politicians don't raise a fury when they hear Abbas and other Palestinian leaders say the Palestinian state will be Judenrein? Und warum ist es so, dass deutsche Politiker nicht wirklich auf den Tisch hauen und sagen, wie kommt es dazu, dass Abbas fordert, der Palästinenserstaat wird judenrein sein? Das bedeutet, kein Jude darf in diesem Gebiet leben. Racist, Das ist Rassismus. anti-Semitic. Das ist Antisemitismus. And we're supposed to make peace with these people? Und wir sollen mit den Leuten Frieden machen? German politicians ought to be ashamed of themselves. Die deutschen Politiker sollten sich deswegen wirklich schämen. And any German Christians who buy into this ought to be more ashamed of themselves because you should know better. Und deutsche Christen, die damit übereinstimmen, die sollten sich noch mehr schämen, denn sie haben noch einen anderen Zugang und Verständnis. Third, Das Dritte, Germany is friends of Israel. Deutschland, ein guter Freund Israels? And in some ways it's true. Germany has been a friend of Israel in areas. Und in gewisser Weise kann man dem wirklich zustimmen. Ja, Deutschland war in bestimmten Bereichen ein Freund Israels. But if I am your good friend Aber wenn ich dein guter Freund bin and I tell you to do something that is against God, und ich fordere dich auf, etwas zu tun, was dem Willen Gottes widerspricht, how far does that friendship go? was ist diese Freundschaft eigentlich wert? If I say to you, Heinz Jürgen, you're better off getting divorced. I know God hates it, but you're better off getting divorced. Wie wäre das, wenn ich zu dir sage, Heinz Jürgen, lass dich doch scheiden. Ich weiß, Gott gefällt das nicht, aber lass dich scheiden. Dorothy, I don't mean that. Das ist für Dorothea, das ist nicht ernst gemeint. Would I be coming across as a friend at that point? Würde das zeigen, dass ich ein Freund von dir bin? So Germany is pushing us to do something God says we should not do, divide his land. Und der Punkt dabei ist, Deutschland setzt uns unter Druck, etwas zu tun, was Gott hasst, nämlich sein Land zu teilen. If Germany is a true friend of Israel, Wenn Deutschland ein wirklich wahrer Freund Israels wäre, they're more than able to say, why don't you try this? But we as friends can say, no, thank you. dann würden sie sich auf unsere Seite stellen und sagen, wenn ihr das wollt, ja, aber als eure Freunde sagen wir, tut's nicht. So that's my view on the biblical aspect of that is that this land has been given to the Jewish people for God's glory and it should not be divided. Und die biblische Aussage zu diesen Fragen ist sehr klar und sehr einfach. Gott hat gesagt, ich habe dem jüdischen Volk dieses Land gegeben und dieses Land soll nicht geteilt werden. You can read about that in Leviticus 25 verse 23.
Und man kann das nachlesen in 3. Mose 25, Vers 23, Ezekiel 36, das ganze Kapitel Hesekiel 36 Joel chapter 3, 1 and 2, und Joel in der deutschen Version Kapitel 4, 1 und 2 and Malachi 1, 5, und in Malachi Kapitel 1, Vers which 5. says, "And your eyes shall see, and you shall say, the Lord will be magnified from the border of Israel." Und dort heißt es, ihr werdet sehen und ihr sollt sagen, der Herr ist verherrlicht an den Grenzen Israels. Chuck, aus der Sicht der Welt besetzt Israel widerrechtlich das Land. Dabei ergibt sich die Frage im Blick auf die Palästinenser, wie soll Israel mit den Fremdlingen, das ist das Wort, im Land umgehen? Many nations in the world say Israel is occupying the land. Concerning the Palestinians, that leads to the question, how should you treat the foreigners in the land? Because there is this concept in the Old Testament of how Israel should treat foreigners. Okay. First of all, we're not occupying anything that hasn't been given to us by God. Als erstes möchte ich sagen, wir besetzen überhaupt nichts, was Gott uns nicht zuvor gegeben hat. And every time we've tried to give away what God has given us, like Gaza, all we've received is rockets and death and terrorism in return. Und jedes Mal, wenn wir versucht haben oder tatsächlich was weggegeben haben, was Gott uns gegeben hat, denn Gaza gehört dazu, haben wir dafür Raketen und Terrorangriffe als Dank erhalten. Second, in the Hebrew, there are two different words translated for foreigner or alien. Im Hebräischen gibt es zwei unterschiedliche Worte, die dann in der deutschen Bibel mit der Fremdling übersetzt werden. And for example, in the regulations for Passover in Exodus 12, Und wenn wir zum Beispiel Exodus 12 uns ansehen, dort wird beschrieben, wie Passa gefeiert wird. Moses says, "There shall be one law for the Israeli and the stranger that sojourns with the house of Israel." Und dort im Zusammenhang eben mit der Passafeier steht in Mose, es soll ein Gesetz gelten für den Juden und für den Fremdling, der sich den Juden angeschlossen hat. And that Hebrew word is ger. Und dieses hebräische Wort, was wir dort finden, heißt Ger. And as you study the scriptures, you find out that the ger is the non-Jew who's come under the wings of the God of Israel. Und wenn man dieses Wort in der Schrift verfolgt, Ger, dann taucht es immer auf in dem Zusammenhang, dass ein Nichtjude sich dem Volk und dem Gott Israels angeschlossen hat. Like Ruth, like Rahab, like Jethro. Zu solche Personen wie Jethro oder Rahab oder Ruth. Or all the other non-Jews who start worshiping the God of Israel before the cross. Oder all die anderen Nichtjuden, die eine Beziehung zum Gott Israel aufgenommen haben und den Gott Israels anbeten, ehe das Kreuz geschehen ist. And they're a picture of the non-Jewish members of the Church of Jesus the Messiah. Und diese Personen aus dem Alten Testament, die stellen bildlich dar, dass was jetzt geschehen ist, nämlich die nicht-jüdischen Mitglieder, die es gibt und die zur Gemeinde Jeschuas gehören. But there is another Hebrew word that is also unfortunately translated with the same words. Und es gibt ein anderes hebräisches Wort, und das wird unglücklicherweise mit demselben Wort Fremdling übersetzt in unserer Bibel. And that word is zar. Und dieses Wort im Hebräischen heißt Sar. And that's the idolater, Und das the ist, pagan idol worshiper. und das ist der Fremdling, der Götzenanbeter, der Heide, der nicht den Gott Israels anbetet. And they were supposed to be cut off from the land. Und diese sollten aus dem Land vertrieben werden. Why? Warum das? Because God was separating his people and not wanting them to be infected by idolatry. Weil Gott sein Volk absondern wollte und er wollte nicht, dass sie zum Götzendienst verführt werden. And because Israel ended up being more merciful than God, they ended up falling through idolatry. Und weil Israel letztendlich mehr Erbarmen hatte
als Gott sind sie dann auch im Götzendienst gefallen. I could say how this applies to Europe today, but I guess you can figure it out. Und ich könnte beschreiben, wie man das auf Europa heute anwenden kann, aber ich denke, ihr könnt selbst diese Schlussfolgerung ziehen. I would just ask why the West has not made it much more an effort to receive Christian refugees from the Middle East who are being slaughtered. Und ich könnte die Frage stellen, warum hat der Westen nicht sehr viel mehr Raum gemacht und direkt versucht, christliche Flüchtlinge aufzunehmen und zu fördern aus dem Nahen Osten?